Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel was angefasst habe an dem Holz oder sonst was und die Späne dann abfallen, dann merkt man halt richtig diesen Holzgeruch und das finde ich irgendwie das Geile daran. Darf ich vorstellen, Julie, 21 Jahre alt, ausgelernte Zimmerin und sie nimmt uns heute mit, einen Tag lang, erst auf die Baustelle. Ja. Und heute Abend gibt es eine Überraschung. Ihr könnt gespannt sein. Also hier ist unser Aufenthaltsraum. Da vorne auf dem Display wird angezeigt, wer wo eingeteilt ist. Und du bist hier eingeteilt bei... Ah, da stehst du, Julie. Ja, genau. Ja, der muss auch sein. Das Gegenstück dazu gibt es leider nicht. Musst du mal mitbringen. Eigentlich schon, ja. Von Pleit aus fahren wir nach Koblenz auf die Baustelle. Haben wir alles? Bin ich aber jetzt auch mal gespannt, wie es da aussieht. Und jetzt mal ganz aus Anfängersicht gefragt, wird das hier ein Holzhaus? Also das ist jetzt Holzrahmenbau. Das wird später normal aussehen wie jedes andere normale Haus. Also jetzt nicht irgendwie wie so ein Blockhaus. Und was musst du jetzt machen? Ich mache jetzt noch die Dampfsperre oben drauf. Dampfsperre heißt, Julie tackert eine Folie von oben auf die Wände, damit kein Wasser reinziehen kann. Und dann soll ich noch eine zweite Leiter holen. Hier nebendran oder wo magst du sie? Ja, genau. Und es stellt sich raus, dass sie für mich ist. Dann kannst du jetzt mit 2 cm Überstand einfach so Einfach da draufhauen. festtackern, ja. Genau. 13, 9 und 1. Also das heißt, mit der 13 fängst du hinten auf der Ecke an. Okay. Das ist das Oberste. Kannst du so holen, wie sie liegen. Mhm. Okay, also die 13, die wir jetzt hier vorne oben haben, kommt ganz nach links. Aha. Und du kannst dann vielleicht ein bisschen mitschieben. Ja. Dann stellst du am besten die Leiter so, dass du mir den auf die Wand legen kannst. Ich leg die jetzt hier drauf, ja? Okay. Ja. Dieses Haus werde ich zu 0,1% mitgebaut haben. Danach ist erstmal Frühstückspause. Was macht denn eine Zimmerin eigentlich alles? Also es kommt natürlich darauf an, worauf dein Betrieb spezialisiert ist. Wir machen halt viel Holzrahmenbau. Dann werde ich jetzt eher eingeteilt, zum Beispiel für die Montage. Das ist eigentlich ziemlich breit gefächert, was man alles machen kann. Grob kann man sagen, du arbeitest mit Holz und ein bisschen größer und gröber als jetzt Ja, genau. Schreiner zum Beispiel. Ja, genau. Das kennen wir ja, haben wir ja in der Handwerkskunst gelernt. Der Schreiner auf einen Millimeter, Ja. ihr auf einen Zentimeter und der Maurer. Der Maurer ist froh, wenn er das Grundstück trifft. Ist es bei Zimmerleuten auch so, dass sie sich oft irgendwelche Finger absäbeln oder denke ich da gerade eher an Schreiner? Das kommt drauf an. Ich hatte einen Kollegen, der hatte den Daumen ab, weil der einmal nicht richtig aufgepasst hat. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie öfters vorkommt, dass man sich irgendwie einen Finger abschneidet oder so. Ja, wenn man da ein bisschen aufpasst und mit Verstand dabei ist, dann passiert da auch nichts. Wir packen jetzt die Balken aus, die später zur Decke des Erdgeschosses werden. Dann hole ich jetzt gerade noch Gurte. Die Gurte legen wir um die Balken herum, damit der Kran sie auf das Haus heben kann. Einmal durch. Zur Mittagspause fängt es dann kräftig an zu schütten. Meine Gelegenheit, mit Julies Kollegen Erik und Corby übers Zimmern zu reden. Hält's fit oder macht's kaputt? Das ist wahrscheinlich ein schmaler Sowohl als auch, ne? Also Genau. ist schon... Es ist sehr hart schon, ne? Aber fit hält natürlich auch, gell? Du bist die ganze Zeit draußen, hast viel mehr Abwehrkräfte, ganz ehrlich. Wenn man jetzt anfängt, dann sag ich, will Zimmerer werden und man ist da, sagen wir mal, körperlich unterlegen, was das betrifft, dann also entweder überlegt man sich was anderes oder man beißt die Zähne zusammen und kann das nach der Lehre. Wie sieht's denn bei euch aus mit Nachwuchs? Das schreien ja immer alle Firmen Fachkräftemangel. Ja, da haben wir den Nachwuchs. Gut geschwenkt! Die meisten machen die Lehre und dann sind nach der schulen Lehre so da weiß man schon, gehen, dass die wechseln. gehen weiter. Ja. Wenige bleiben im Beruf. Woran liegt das? Vielleicht zu schwere Arbeit? Fehlende Motivation, würde ich behaupten. Zu schwere Arbeit kannst du eigentlich schon sagen. Ja, oder? Also, ja, Aber schwer heben haben wir ja immer gehabt. ja, Nicht mehr so wie früher, aber... natürlich. Aber das meiste nimmt dann halt schon die Maschinen, nehmen man viel ab auf jeden Fall. Man muss nicht viel können, sag ich mal. Man muss eigentlich nur wollen. Jetzt fährt Erik einen Laster mit Holzplatten an die Baustelle. Die Einfahrt ist aber nur ein paar Zentimeter breiter als der LKW. Haben wir was vor? Was hältst du mal rüber mit dem Arsch?
Erik und ich kümmern uns noch um die Dämmung einer Außenwand. So, dann gucken wir mal, dann können wir die da vorne dran schießen. Ist das eine Nagelpistole? Das ist eine Nagelpistole, ja. Eine große. Julie verschraubt derweil die Balken, die sie vorhin gelegt hat. Jetzt haben wir dich heute an einem sehr regnerischen und rauen Tag erwischt. Aber was ist denn für dich das Schöne an deiner Arbeit? Ja, also das Schöne an meinem Job ist, dass ich halt sehe, was ich gemacht habe und halt einfach der Werkstoff, den ich absolut cool finde. Du liebst Holz. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel was angefasst habe an einem Holz oder sonst was und die Späne dann abfallen, dann merkt man halt richtig diesen Holzgeruch und das finde ich irgendwie das Geile daran. Und dann noch ein Thema, das hat sich heute Morgen schon aufgedrängt mit dem Kalender an der Wand. Ja. Wie ist es denn für dich, als einzige Frau in so einem Männerbetrieb zu arbeiten, also als Handwerkerin? Also für mich ist es tatsächlich gar kein Problem, aber da ich generell auch durch mein Hobby, wenn ich Motorrad fahre, auch sehr viel schon eher mit männlichen Kollegen, sag ich mal, zu tun hatte, ist das eigentlich für mich nicht was Ungewohntes. Es ist ja aber trotzdem noch so, dass es einen großen Männerüberhang gibt, was jetzt wahrscheinlich daran liegt, dass viele Mädels sich einfach nicht dafür entscheiden, oder? Ja. So, weil die vielleicht denken, ich kann es nicht oder so. Ja, also am Anfang hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Panik, dass ich das nicht hinbekomme, eben weil mir die Kraft fehlt und mit dem Umgangston und so. Ich meine, da findet man sich ja irgendwie rein. Und es ist auch nicht immer so schlimm, wie es dargestellt wird. Aber ich denke schon, dass das Problem einfach ist, dass die meisten sich nicht trauen, was ich sehr schade finde. Weil ausprobieren, denke ich mal, kann man Sachen immer. Und wenn das dann trotzdem nichts ist, dann finde ich, hat man dadurch mehr draus gewonnen, wie direkt zu sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann das nicht. Danach verschalt Julie Randhölzer. Einfach gesagt heißt das, sie nagelt Pressspanplatten von außen an die Balken dran. Es ist 16 Uhr, wir haben Feierabend und fahren jetzt zurück nach Pleit in die Firma, dann nach Hause, Abendessen und dann kommen wir zu Julies Hobby, die versprochene Überraschung. Zurück bei der Firma trägt Julie noch ihre Arbeitszeiten ein. Musst du jetzt noch irgendwas machen? Nee, jetzt bin ich fertig. Bis morgen. Jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Julie und ihre beiden Geschwister wohnen noch bei ihren Eltern in der Eifel. Sieht es immer so aus, oder ist es jetzt, weil wir filmen, dass alle hier so bereit sind und warten? Wer fertig ist, setzt sich schon mal an den Tisch Ja. und dann warten wir aufs Essen. Esst ihr jeden Tag zusammen als Familie? Das ist ja richtig schön. Oh, jetzt geht's los. Dankeschön. Guten Appetit. Guten Appetit. Julie, wie fühlst du dich denn nach so einem langen Arbeitstag? Also manchmal fühle ich mich mehr ausgelaugt als jetzt an anderen Tagen. Aber so heute fand ich es eigentlich in Ordnung. Aber ich habe halt trotzdem immer die Müdigkeit abends. Ja. Ich meine, egal was du machst, ist es ja immer was Körperliches. Ja. Ne? Was mir natürlich auffällt, ist, ich finde es echt besonders, dass ihr alle noch zusammen wohnt. Wir wissen auch, dass es irgendwann mal nicht mehr so weit ist. Und dann ist der Tag gekommen. Das ist aber so das Leben. Und wir genießen eigentlich jeden Tag. Wir waren auch jetzt noch mal zusammen im Urlaub, alle Mann. Ach, wie schön. Aber es ist halt auch, ja, wie du sagst, ungewöhnlich. Ja. Ne? Das spricht ja für euch. Absolut. Also, Also, vielleicht ist es auch das gute Essen von der Mama. Weiß ich auch nicht. ja, dann vielen Dank für das schöne und leckere Abendessen. Sehr gerne. Unser nächster Halt ist der Gemeinderaum im Ort. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin Julian. Hi. Julian. Maike, grüß dich. Mit E oder A? Anna. Mit A, eine echte. Echt? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch, ob ich den Tanz noch drin habe. Wo sitzt das Publikum? Da irgendwo. Hier. Okay. Aber Könnt ihr euch ja dazustellen, dann ist es ein Kreis. Okay. Bitte mitmachen. Jetzt die Auflösung. Julies Hobby ist natürlich Tanzen. Heute sind wir beim Gardetanztraining. Steht ja gut. Danke. Gut, schön war's. Und dann lasse ich die Profis in Ruhe tanzen.
Warum Gardetanz? Also ich tanze seitdem ich 14 bin. Ja. Normal fand ich Tanzen früher echt kacke. Also es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Bin ich aber froh, dass sich das geändert hat. Für mich ist das eigentlich so eine ganz gute Mischung aus eher was Grobem und halt eher was Weiblicheres so in der Richtung. Weil die Vorbereitung und wenn man auf der Bühne steht, das Adrenalin hat und sieht, dass die Leute gute Laune haben, das motiviert mich irgendwie dann jedes Jahr wieder mitzumachen. Für das große Finale sind meine Tanzkünste dann aber doch noch mal gefragt. Und wie sieht es aus? Das ist super. Für einen Zug nach links. Ja. Also vielen Dank, dass wir heute mit euch drehen konnten. Und vielen Dank, dass ihr mich so ein bisschen mit eingebunden habt. Ich klatsche euch mal euphorisch ab. Vielen Dank. Meine erste Gardetanzerfahrung. Ja, wie geht's dir jetzt nach dem Training? Also ich muss sagen, mein Tageslimit an Energie ist jetzt komplett ausgeschöpft. Ja. Ich kann auf jeden Fall, denke ich, mal gut schlafen heute Abend. Das glaube ich auch. Ja, aber hat echt Spaß gemacht. Hast du das Gefühl, dass du deinen Platz gefunden hast? Ja, mittlerweile schon. Ja, also ich würde schon gucken, dass ich mich irgendwie noch weiterbilde, zum Beispiel Meisterin zu machen. Dafür mag ich aber erstmal jetzt noch ein paar Jahre arbeiten gehen, um einfach praktische Erfahrungen zu sammeln. Ansonsten, dass ich halt eine Abwechslung zwischen Büro und Baustelle habe. Weil ich denke mal, mein ganzes Leben lang werde ich das auf der Baustelle, denke ich mal, nicht reißen können. Also weil es halt körperlich natürlich extrem anstrengend ist und weil ich mich halt auch nicht so kaputt machen möchte. Stell dir mal vor, du würdest kein Geld mehr dafür kriegen. Würdest du es weitermachen? Ja. Ganz klar, hast du gar nicht überlegt, ne? Ja, doch, ich würde das weitermachen. Auch so handwerklich einfach zu Hause irgendwie was zu machen, macht mir auch Spaß. Ich gucke immer, wo ich irgendwie vielleicht was hier reparieren kann oder sonst irgendwas. Also ich denke mal, dass es auf jeden Fall dann noch bleiben würde, wenn ich damit jetzt kein Geld mehr verdiene. Hast du von deiner fernen Zukunft, so dein Leben, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, hast du irgendwie so ein Bild vor Augen? Also klar mag ich gut in meinem Job sein und besser werden, aber es wäre natürlich auch cool, zum Beispiel mein Traum ist es später, eine alte Scheune umzubauen. Ich finde es halt einfach schöner, aus einem Bestand nochmal was Neueres, was zu einem passt, zu schaffen. 16,5 Stunden durften wir jetzt dabei sein. Ihr habt einen Tag erlebt im Leben einer Zimmerin, im Leben von Julie. Vielen Dank, dass wir so nah dabei sein konnten. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Danke, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut und echt Spaß gemacht. Wie immer hoffe ich, dass ihr auch was lernen konntet, in ein neues Leben heute reinschauen konntet. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr Ideen habt, wo wir als nächstes hingehen sollen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vielleicht wird was draus. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Und die lese ich mir aber frühestens morgen durch. Gute Nacht.